Hey Leute, kleine Frage. Was haben Tanjiro Kamado aus Demon Slayer Meine Klinge nutzt sich ab, weil ich mich ungeschickt anstelle. Das ist meine Schuld. und Archie Andrews aus Riverdale gemeinsam? Die ganze Zeit nur Zement gießen. Den ganzen Tag. Von früh bis abends. Vielleicht hast du es ja schon rausgehört. Beide Charaktere haben den gleichen deutschen Synchronsprecher. Konstantin von Jaschow ist mit einer der bekanntesten deutschen Synchronsprecher, die wir in Deutschland haben. Bevor ich dir aber noch weitere Rollen zeige, möchte ich dir gerne Konstantin ein bisschen vorstellen, damit du so einen kleinen Eindruck in sein Leben hast. Wer er ist und wo er herkommt. Also wer ist eigentlich Konstantin von Jascharow? Konstantin wurde am 5. März 1986 in Berlin geboren. Ein interessanter Sidefact, dein Vater Mario von Jascharow ist auch Synchronsprecher und er spricht unter anderem auch Mickey Mouse. Vielleicht werden wir Mario mal in einem anderen Video thematisieren. Bevor Konstantin Synchronsprecher wurde, hat er erstmal im Film und Fernsehen angefangen. Sein Debüt gab er 1995 in dem Kinofilm Rennschwein Rudi Rüssel. 2005 hat er sogar den Förderpreis Deutscher Film bekommen für die Hauptrolle in Falscher Bekenner. Ab 2007 war er sogar ab und zu mal als Nebenrolle im Tatort zu sehen. Und 2009 spielte er sogar die Hauptrolle in der Komödie Barfuß bis zum Hals. Kleiner Funfact, ein Jahr zuvor hat er sich auch mal in der Musik ausprobiert unter dem Namen Kona. Da hat er unter anderem ein Rap-Album rausgebracht und hier mal ein kleiner Ausschnitt. Doch ich mach das Beste draus. Hab 'n Plan im Kopf und gib nicht auf. Ebenfalls war er zu sehen in dem Film Systemfehler, wenn Inge tanzt aus 2013, Klassentreffen 1.0 von Till Schweiger, dann noch in der Netflix-Serie Dogs of Berlin und auch noch in Hubs seinem eigenen Film, welcher dieses Jahr ins Kino kommt. Ich glaube, der ist sogar schon draußen. Schaut euch den gerne mal an. Aber mit was für Menschen sitzen wir hier zusammen? Willkommen im Hubs. Jetzt kommen wir mal zu dem Part, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert, weil Konstantin kennt ihr wahrscheinlich eher durch das Synchron. Seine Synchronkarriere hat damals bei einem sehr, sehr großen Franchise angefangen. Ihr habt vielleicht davon schon mal gehört. Also das ist eine Story über einen kleinen Jungen, der irgendwann mal erwachsen wird und auf die böse Seite wechselt. Ihr seid genau richtig. Und zwar Star Wars. In Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, durfte Konstantin damals den jungen Anakin Skywalker sprechen. Ich habe gehört, wie sich Raumpiloten darüber unterhalten haben. Sie sind die wunderschönsten Wesen im Universum. Ich weiß, Star Wars und Star Trek Fans sind nicht immer so einerlei. Aber Konstantin durfte auch ebenfalls im Star Trek Universum seine Stimme an Pavel Chekhov geben. Und kurz noch mal eine kleine Info an die ganzen PS2-Hasen da draußen, bevor wir den Deep Dive in die anderen Rollen machen. Er hat sogar im ersten und zweiten Teil von Kingdom Hearts Sora gesprochen. Hört doch mal hin. Ja, und der König weiß sicher auch, wo Riku steckt. Denn die beiden blieben zusammen im Reich der Dunkelheit zurück, als wir die Tür schlossen, nachdem wir Ansem besiegt hatten. Und jetzt kommen wir erstmal zu einer kleinen Auswahl an Filmen, in denen er mitgesprochen hat. Ich werde euch auf jeden Fall unten drunter die Synchronkartei von ihm verlinken, weil, Bruder, das sind so viele Sachen, die der gesprochen hat, die kann ich gar nicht alle aufzählen, dann wird das Video über eine Stunde gehen. Ich habe aber mal ein paar rausgepickt, wo ich für mich dachte, dass die euch vielleicht interessieren könnten. Zu einem hat er Miles aus Transformers gesprochen. Was sollte das? Hast du den Abgang gesehen? Alle Mädchen haben zugeguckt. Dann Wallace Wells in Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Gott, nur weil Envy wieder in der Stadt ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht vorbei ist. Doppelte Verneinung? Das ist knifflig. Dann Eggy aus allen Kingsman-Teilen, also Eggy ist die Hauptfigur. Ein Mops. Das ist eine Bulldogge, oder? Er wächst aber noch, stimmt's? Scheiße. Dann Pietro Maximoff, eher bekannt als Quicksilver, in Avengers Age of Ultron. Wenn alle weg sind, nicht vorher. Hast du verstanden? Hey, ich bin 12 Minuten älter als du. Dann noch Zack Cooper aus Gänsehaut. Ich sag doch, hilf mir hier raus! Nein, keine Zeit! Hilf mir hoch! Oh nein, 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 schieb weiter! Er sind uns hier! Weiter! Wir sind direkt hinter uns! Okay! Dann Lane aus der Kaufhaus Cop 2. Oh, Sir, Sie haben Ihren Parkschein vergessen. Danke. Und gratis. Dann noch Major Valorian aus Valorian, die Stadt der 1000 Planeten. Also das war wirklich cool, aber nicht gerade das, wonach ich im Moment suche. Ich habe noch mehr auf Lager. Sag mir einfach, was dir so durch den Kopf geht. Eine ganze Menge. By the way, richtig cooler Film. Guckt den auf jeden Fall an. Und dann noch, was ich sehr lustig fand, den Heizungsmonteur aus Jumanji The Next Level. Okay. Ist das eine alte Videospielkonsole? Oh, ja, wahrscheinlich. Das gehört meinem Sohn. Ich bin ein großer Gamer.
Aber sowas habe ich noch nie gesehen. So, jetzt haben wir erstmal genug Filme, aber was natürlich noch viel, viel interessanter ist, also zumindest für mich, ist auf jeden Fall der Serienbereich bzw. der Anime-Bereich. Ich bin ja ein großer Anime-Fan und dieser Mann hat super viele geile Anime-Charaktere gesprochen und die möchte ich euch ebenfalls einmal kurz zeigen. Es werden natürlich auch noch ein paar andere Serien mit reingeworfen, aber viele Anime hat er auf jeden Fall gesprochen. Unter anderem in Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! GX ist er auf jeden Fall zu hören. In Yu-Gi-Oh! Spricht der Bakura. Da läuft er mir eiskalt den Rücken runter. Was, Yugi? Pegasus raubt mit ihm Seelen. Ich werde nie vergessen, wie wir wegen meinem im Reich der Schatten gelandet sind. Und in Yu-Gi-Oh! GX spricht der Cyrus Truesdale, der Bruder von Zane Truesdale. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Und damit fange ich an. Ambulance Droid im Verteidigungsmodus. Dann noch Zenkro, der Godslayer des Feuers aus Fairy Tail. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin einer von Grimoires 7 Gevatter. Zankro, der Godslayer, du Flasche. Dann spricht er unter anderem auch noch Gordo aus Lizzie McGuire. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir waren bei einer Autogrammstunde. Der Typ, der das Buch geschrieben hat, ist 6 Monate lang durch den Himalaya gezogen. Er hatte nichts dabei, außer ein paar Schuhen und einem Schokoriegel. Dann gab es noch damals eine Serie, die habe ich als Kind auch gerne mal geschaut gehabt, und zwar Shaolin Showdown. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung noch kennt, aber da hat er auf jeden Fall Raimundo gesprochen. Für alle Serienklassiker-Fans haben wir natürlich auch noch was, und zwar Two and a Half Men, und zwar Eldridge McElroy. Bruder, was ein Name. Ja, der war kein Abschlussredner, der war ein Abschussredner. Der findet sich toll, nur weil er nach Harvard geht. Wer ist Harvard überhaupt? Natürlich haben wir noch ein paar Serien, die eher was für die Erwachseneren sind, und zwar hat er Todd aus BoJack Horseman gesprochen. Du bist nicht fett. Oh hey, schmeißen wir eine Party, das würde ich wieder aufmuntern. Oder Steve Murphy aus Narcos. Ihr habt mich absichtlich nicht mitgenommen. Was soll ich sagen? Wenn wir Partner sein wollen, lassen Sie mich nie wieder zurück. Ich bin nicht den weiten Weg hierher gekommen, nur um tatenlos zuzusehen. Und zum Abschluss bringe ich euch nochmal 3 Anime mit, die ich einfach geliebt habe. Denn unter anderem haben wir Mikey aus Tokyo Revengers. Pass auf, Takemichi. Von heute an bist du meine Bitch, okay? Bruder, goatet dieser Anime, guckt ihn auf jeden Fall an und seine Stimme passt perfekt zu ihm. Dann haben wir noch Yugitero Amano aus Mirai Nikki. Aber wieso steht da bis ins kleinste Detail, was ich wann mache? Und dann habe ich noch einen Banger zum Abschluss, und zwar David aus Cyberpunk Edge Runners. Ganz wie du willst. Ich lass dich nicht im Stich. David. Nur keine Sorge, ich pack das schon. Ich werde dich retten, hast du verstanden? Leute, guckt euch diesen Anime an. Erstens, die Synchro ist brutal lustig und richtig gut gemacht, weil das Synchronstudio durfte sich so ein bisschen was Eigenes einfallen lassen. Und es ist so ein 80s-Mix mit so ganz bestimmten Ausdrücken geworden. Ich sag nur Froschfotzenleder. Oh. Echtes Froschfotzenleder. Und der Anime ist so emotional. Ich habe am Ende wirklich einfach nur geweint, wenn dieses Lied kommt. Leute, ich hoffe, ich konnte euch Konstantin von Jascharow ein bisschen näher bringen. Dieser Mann ist wirklich einfach ein Goat. Er hat so geile Rollen gesprochen, er hat so eine interessante Stimme. Ich habe ihn sogar 2024 auf der Dokumi selber einmal kennenlernen dürfen. Und er ist einfach ein super netter Typ. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Ich wünsche dem Mann nur alles Gute. Ich hoffe natürlich, ich komme mit diesem Video ein bisschen Respekt seiner Arbeit zollen. Aber Leute, es ist super wichtig, dass wir die Synchronszene beschützen in Deutschland. Das Problem kommt langsam auf, dass KI-Stimmen immer präsenter werden, und wir müssen unbedingt unsere Synchronsprecher beschützen. Weil diese haben nicht nur unsere Kindheit geprägt, sondern die werden wahrscheinlich auch noch die Kindheit unserer Kinder prägen. Ein dicker Kuss geht natürlich raus an alle Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher und auch Synchronregisseure, ich kann das nicht aussprechen, die damals bzw. auch heute unser Leben bzw. unsere popkulturelle Aufnahme von Serien und Filme mitgestaltet haben und diese zu einem besseren Ort gemacht haben. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr schon wisst, welchen Synchronsprecher oder welche Synchronsprecherin ihr als nächstes sehen möchtet, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare und dann werde ich mir die auf jeden Fall da rauspicken. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ebenfalls ein Abo, dann verpasst ihr nämlich nicht die nächste Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!